nachdem ich die beiden Relais ein bisschen fixiert habe, hoffe ich, dass wir jetzt kein Problem mehr haben. Maschinen laufen. Eine los. Das ist sehr praktisch, wenn wir ein Päckchen sind, bei uns ranzugehen. Wenn Frank jetzt losgefahren ist, dann können wir hinterher. Sind schon einige rausgefahren und haben jetzt 44 Kilometer bis Den Helder, eine Schleuse in Den Uver. Ansonsten ist es ein bisschen windig heute, ein ganz warmer Tag wird's und ich bin mal gespannt, wie sich der Wind auf die Wellen im Eiselmeer auswirkt, denn die Strecke bedeutet jetzt eigentlich die ganze Zeit Gleitfahrt. Da kommt der Captain, Leinen los und auf geht's. Und mit der Fernbedienung kann er das Boot komplett steuern, inklusive Gang, Bug, Heckstarruder. Das ist natürlich top. Da kannst du auch vom Ufer aus Boot fahren. Und noch mal kurz ein Blick zurück und weiter geht unsere Fahrt. Hier war früher mal eine Tankstelle, das ist auch nicht mehr da. Und ein Bootsladen, auch nicht mehr da. Ja, es ändert sich eigentlich im Laufe der Zeit. Ja, Wedenblick ist sehr schön gewesen, sehr ruhig. Viel Auslauf auch für Hunde, viele Grünflächen. Tschö! Das ist nicht ganz Spiegel, aber Welle haben wir auch keine. Das ist gut. Ja, Wedenblick haben wir jetzt verlassen. Das ist wirklich ein Ort, wenn man Ruhe und Spannung sucht. Einfach toll. Carina macht die Leinen klar. Müssen alle Pfänder reinholen und alles befestigen, wenn es gleich schnell geht. Frank eilt uns voraus. Jetzt 20 Kilometer ungefähr bis Den Ober. Okay, Segel haben wir hinter uns gelassen und jetzt geht's Gas. Super. Wie bitte? Jürgen braucht wieder das Kissen. Wir liegen so schräg, dann habe ich hier ein Kissen drunter. Dann sitze ich höher und dann kann ich auch was sehen. Komisch ist das nur, wenn ich vom Gas gehe und ich gucke auf einmal ganz hoch. Wir sind tatsächlich heute weit und breit die Einzigen, die hier fahren. Oh, das bedeutet, in der Schleuse werden wir auch kein Chaos haben, können wir auch so auch ganz gleich schleusen. Wir haben ja schon erlebt in Den Ober, dass das totale Chaos in der Schleuse war und man sich dann gezankt hat, wer war vorher und wer war später. Das Eiselmeer ist fast leer, kein Mensch unterwegs. Da können wir ja richtig schön Gas geben, ohne dass wir jemanden stören. Und sind jetzt gleich an der nächsten Schleuse. Wenn wir dann durch die Schleuse durch sind, dann sind wir im Wattenmeer. Vor uns ist schon die Marina Den Uver. Wie bitte? Ja. Du hast aber meinen Namen gesagt. Was Nee, mach ich? Doch. Vor uns links ist schon die Marina Den Uver. Machen wir nicht Stopp, weil das Restaurant dort Dienstag zu hat. Und deshalb geht es heute gleich weiter. Auf der rechten Seite kann man den Damm sehen, dort wo auch das Wasser abgelassen wird vom Eiselmeer. Das ist ja hier, die Eisel ist ja teilweise Rheinwasser, das hier ankommt, muss ja irgendwo hin, wird dann bei Niedrigwasser abgelassen. Wir erreichen die Schleuse in Den Uver. Steht kein Mensch davor. Man muss ja schon bei der Anfahrt schauen, denn vor dem Damm ist es doch recht flach. Das heißt, man sollte nach Möglichkeit die Fahrrinne auch entsprechend einhalten. Es ist von der anderen Seite keiner reingefahren in die Schleuse. Aber das Schleusentor von der anderen Seite ist auch zu. Also wird sie für uns jetzt schon vorbereitet. Gucken wir mal, wie lange der Schleusenvorgang denn dauert. Haben wir jetzt 6 vor 11. Gucken, wie lange es dauert, bis das Tor aufgeht. Dann können wir ungefähr abschätzen, wie lang unser Schleusengang sein wird. Rot-Grün, es tut sich was. Ich würde sagen, wenn die Schleuse Rot-Grün zeigt, dann kann ich davon ausgehen, dass keiner rauskommt. Das Tor ist sperrangelweit offen für uns. Jetzt geht das Rot aus und wir können reinfahren.
Du hast ja so kleine Poller, wo die Leinen sind. Weiter ran, weiter ran. Oh, das hintere Tor ist jetzt schon auf und der Wasserstand sieht ähnlich aus. Jo, jetzt stehen wir hier in der Schleuse und müssen warten, weil die Brücke draußen repariert wird. Dauert noch 20 Minuten. Da können wir jetzt erstmal was essen und noch einen Kaffee trinken. Ganz entspannt. Wir sind ja früh genug unterwegs, also Zeit haben wir ohne Ende. Ja, nach einer Dreiviertelstunde Wartezeit geht jetzt endlich das Schleusentor zu. Das lässt uns hoffen, dass es jetzt gleich weitergeht. Nachdem wir hier fast eine Stunde gestanden haben, kommen wir jetzt endlich aus dieser Schleuse raus, weil die an der Brücke arbeiten. Und jetzt sollen wir uns beeilen bei der Durchfahrt durch die Brücke. Ja, jetzt gucken wir mal, dass wir da gleich schnell durchkommen. Aber dafür muss es natürlich erstmal aufgehen. Ah ja, die Brücke wird geöffnet. Es ist eine Drehbrücke. Jetzt bewegt sie sich. Und jetzt sind wir draußen gleich auf dem Wattenmeer und fahren weiter nach Den Helder. Da ist ein Berufsschiff, was auch reinfährt gerade. Gute hier bei der Fahrt von Den Ober nach Den Helder. Wir müssen nicht auf Flut achten. Die Fahrrinne ist immer tief genug. Da ist der Außenhafen von Den Ober. Da liegen die Fischerboote. Hier sehen wir sogar da auf der Sandbank Robben liegen. Und jetzt muss man ganz brav in der Fahrrinne fahren. Man merkt das Auflaufen des Wassers. Die Segler kommen rein. Und ich merke das auch. Wir fahren nur 13. Trotz Drehzahl entsprechender müssten wir eigentlich 15 und mehr fahren. Und jetzt gehen wir wieder richtig Gas, damit wir die Zeit wieder aufholen. Die Geschwindigkeit ist auch nicht schlecht, wenn man sich einmal daran gewöhnt hat. Ich hoffe, das Kissen läuft sehr ruhig. Man hört das Rauschen des Wassers und die Maschinen sind relativ leicht. Sieht ja eine ganz schöne Megayacht da. Da ist immer in Den Helder. Wir wissen nicht, ob sie ankert. Jedenfalls macht vorne jemand Sport mit einem Rudergerät vorne an der Seite. Das ist schon mal eine schöne große Yacht. Hier muss man schon gucken, dass man nicht zu langsam fährt, weil die Strömung muss man mitberechnen. Und wenn man denkt, man kommt knapp an der Tonne vorbei, dann drückt dann die Strömung mit Gewalt auf die Tonne. Man sieht richtig, wie die Strömung hier an der Tonne vorbeizieht. Das sieht aus wie Militär, ja. Da fährt einer los, Jürgen, musst aufpassen. So richtig wissen wir noch nicht, wo wir rein wollen oder müssen. Den lassen wir noch vorbei. Und möchte den nicht schnibbeln und dann wird es zu eng. Ja, heute ist aber schon etwas windiger. Militärschiff fährt jetzt hier gleich an uns vorbei. Die Jungs stehen stramm. Hat man die in die Ecke gestellt? Ich glaube da rein, hä? Da ist auf jeden Fall ein Hafen, eine Hafeneinfahrt. Da müssen wir genau zählen. Wind von der Seite. Das heißt, gegen den Wind anfahren. Nicht so langsam, dass wir nicht weggedrückt werden. Einmal zielen und mitten durch. Der ist schon mal gesperrt. Mal schauen, wo wir hier rein dürfen. Rein und ran. Hier vorne an dem Schwimmsteg. Wir haben hier auch sehr schönen Platz wieder. Direkt vorne am Kopf vom Steiger. Passen wir beide hintereinander rein. Und das ist heute mal in Tidenhafen. Die hatten vorhin die gelbe Flagge gehisst und das bedeutet, dass sie noch durch den Zoll müssen. Die kommen aus England und der Zoll war schon da. Und jetzt hat die gelbe Flagge abgemacht und die holländische Gastlandflagge gehisst. Die gelbe Flagge hat er noch in der Hand. Da kommt der nächste rein. Franzose. Und der Hafenmeister steht schon parat und weist ihn ein. Und dann kommt schon ein größerer rein. Ah, schon ein dickes Ding. Und die Jungs vom Militär machen hier Fahrübungen. Das ist lustig. Hier ist die Tankstelle, ist der Zapfhahn.
Und der große Schlauch geht hier lang. Aber Preis müsst ihr ja fragen. Ah ja, da ist die Säule. Okay. Vorne ist auch gleich das Hafenmeisterbüro. Da kann man dann tanken. 2,61 der Diesel. Und zum WC geht es hier rum. Ah ja, das haben wir dann gleich hier um die Ecke. Wir sind im Königlichen Marine Yachtclub. Und da oben sind da die Duschen vom Yachtclub. Toiletten hatten wir ja schon hier unten. Und wir wollen aber zum Restaurant, von dem Offiziersrestaurant. Das ist dann ganz hinten durch. Wenn man da vorne die kleine Hafeneinfahrt reinfährt, denken wir erstmal, hier ist gar nichts. Aber weiter durch sind da doch einige Plätze. Und da haben wir natürlich 2 schöne Plätze am Kopfsteiger. Und da hinten ist dann der Eingang. Ja, da kommen wir von draußen rein. Und hier ist der Marine Offiziersclub. Da wollen wir Abendessen gehen. Mal gucken, ob ich reservieren kann. Heute ist ja noch schön. Hier vorne ist die Einfahrt. Militär. Hier kommen wir rein. Da liegt auch die Wasserwacht. Und dann geht es hinten durch. Dann gehen wir mal rein. Ja. Ja. Aha. Das ist der Marineclub. Nicht schlecht, ja. Und wir gehen jetzt auf die Terrasse nach unten. Unten sitzen auch noch welche. Da sitzen schon jede Menge. Ja, hier unten ist so das Fußvolk und oben ist dann vornehm. Aha. Das will ich gar nicht sagen. Nee. Hier unten ist der normale Bereich und oben die Terrasse ist dann ja für wahrscheinlich Clubmitglieder oder so oder Offiziere. Jetzt habe ich schon angegessen. Carpaccio. Und die haben auch schon halb aufgegessen. Die Vorspeise zum Teilen. Lecker. Ja, und vom Preis her günstig. Und heute müssen wir Steak essen, das ist so günstig hier. 21,95 mit Pommes. Ja, Marina auch Steak. Und Steak. da gibt es nochmal Salat. Lachs. Und da gibt es auch nochmal Steak. Kirschen mit Sorbet, das sieht nicht schlecht aus. Und Dame Blanche. Dame Blanche. Jetzt erst Dame Blanche. Mit eigener Soße. Das habe ich ja noch nie gesehen. Bowlingkugeln und dann so eine ganz schmale Bahn. Sehr komisch. Er riecht schon richtig alt. Er sieht zuerst aus wie Bowlingkugeln, aber die haben nur ein Loch. Also eine ganz spezielle Art. Was ganz Altes von früher. Das ist keine Bowlingbahn. Das ist eine Kegelbahn. Du musst mir angucken. War sehr interessant heute das Essen hier. Neben dem Preis. Der war auch sensationell günstig und es hat gut geschmeckt. Da kann man also nicht meckern. Dann sieht man hier, die Tradition wird hier hochgehalten. Oben hat man ein Restaurant, das ist sehr vornehm. Da muss man entsprechend gekleidet sein. Und unten, das ist ganz normal. Da kann man auch im T-Shirt sitzen. Und dann noch diese Kegelbahn hier mit den Kugeln, ganz alt. Das ist also sehr viel Tradition. Hier kann man auch Seminare abhalten. Also hier sollte man auf jeden Fall mal hingehen zum Essen. Das kann ich also wirklich nur empfehlen. Hier kommt da ja noch eine Mega-Yacht rein. Draußen haben wir ja auch schon eine gesehen. Wahnsinn. Mit holländischem Fahne hinten dran. Oh, hier ist das Vereinslokal vom Marine Yachtclub, wo wir liegen. Wo wir gegessen haben, das ist ja der militärische Offiziersyachtclub. Sind da so unterschiedliche Sachen. Und dann gleich gegenüber ist auch die Fähre. Herrlicher Abend. Also es gefällt mir wirklich gut hier. Ein bisschen Gewusel, ein bisschen Hafenfeeling, das ist toll. Und der klaut mir jetzt die Sonne. Toiletten und Duschen, alles im Preis drin. Muss noch mal rein. Ah ja, schön warm. Ja, das ist eine Behindertendusche und Toilette. Ah ja, hier geht's zu den Duschen. Gucken wir noch mal. Ja, kleine Ablage, aber man kann Temperatur einstellen. Das finde ich toll. Sehr schön. Was das ist, habe ich auch nie rausgefunden. Jede Menge Schläuche. Aber vielleicht ist auch so eine Marine-Übungsstation. Hier kann man ein
anscheinend mit den Rettungsbooten üben. Hier verboten zu laufen für Unbefugte. Anscheinend eine Übungsstation für die Marine hier. Also sehr, sehr schön. Gefällt mir richtig gut. Auf der Karte steht Fort und ja, hier steht auch ein Soldat drin und hier unten ist tatsächlich auch ein Fort drin. So ungefähr wie Fort Pampus. Und man muss sagen, hier kommt man normalerweise gar nicht hin. Wenn wir nicht hier Hafenlieger wären, dann könnten wir hier nicht hin, weil da gibt es eine Schranke am Hafen und nur wenn man seinen Namen und sein Boot hat, dann kann man hier wieder rein. Ja, wir gehen jetzt mal in die Stadt. Wir sind hier im abgesperrten Hafengebiet, wo man nur reinkommt, wenn man auch dort im Hafen liegt als Privatperson. Und wir gehen jetzt hier durch das Tor und dann müssen wir uns wieder anmelden mit Name und Boot, um wieder reinzukommen. Und gegenüber ist auch gleich das Terminal für die Fähre. Vorbei am Königlichen Marinecenter hier. Sehr schön angelegt. Und dann kommen wir gleich zur Schleuse. Von dort draußen kann man auch kommen und dann durch die Schleuse durch. Und dahinter ist der Yachthafen Wilhelmsort. Muss man sich nur beim Hafenmeister melden und dann lässt er einen durch. Wir gehen jetzt in die Stadt. Auf der Brücke gelaufen. Und was mir auffällt, ist, dass die Kibbeling-Bude weg ist. Und da hinten an dem Restaurant, wo wir mal gegessen haben, im Fischrestaurant, steht jetzt Kibbeling dran. Und hier ist unser Hafen, der Binnenhafen, wo wir letztes Mal gelegen haben. Weiter hinter den Gebäuden, da ist unser Hafen gewesen. Ist doch ein ganz schönes Stück und wir müssen jetzt quasi wieder über die Brücke und dann rechts und dann wieder zurücklaufen bis zum Museum. Und dann geht es auch in die Stadt. Wir müssen jetzt den ganzen Weg zurückgehen. Das ist also doch hier lang ein Umweg. Da ist der Wassersportladen auf der rechten Seite und da drüben ist dann die Schleuse. Da sind wir vor 20 Jahren mal durchgefahren, aber die ist schon seit Jahren gesperrt und ich weiß nicht, wie lange die noch gesperrt ist. Und hier beginnt dann das Museum und ein Stück weiter geht es dann in die Stadt. Die Brücke geht auf hier. Wer fährt denn hier aus dem Museum raus? Das ist ein seltenes Schauspiel, dass die Brücke hier aufgeht. Hier liegen immer mehr alte Schiffe und da drüben auf dem Feuerschiff wird fleißig gepinselt. Hier hat auch schon lange keiner mehr was drauf gemacht. Naja, nicht übel. Da nagt der Zahn der Zeit. Hier beginnt jetzt die Innenstadt und dann gucken wir mal, wie sich das alles so verändert hat. Hallo Eva. Ja, das ist noch eins. Und wer jetzt behauptet, die Niederländer können viel schneller bauen wie die Deutschen, den muss ich enttäuschen. Das Haus war vor Jahren schon im Bau, ist zwar schon sehr weit, aber immer noch nicht fertig. Aber die Einkaufsstrecke ist nicht gerade lang. Hier am Wasserturm ist Schluss. Geht noch mal in eine zweite Straße rein. Und hier ist auch gleich Fish und Chips. Und ein riesiger Poller. Und wenn man dann am Wasserturm abbiegt, dann haben wir einen kleinen Park und dort ist auch der Albert Heijn und der McDonald's. Man sieht hier, sind sie kräftig am Bauen. In der zweiten Reihe die Fischhalle. Und hier kann man überall sitzen und essen. Hier in dem Museumsbereich, ja, hier gibt es ganz viele Restaurants. Tagsüber ist das jetzt noch tot, aber abends wird wahrscheinlich hier richtig viel los sein. Eine ganze Menge Fahrradständer, da erwarten sicherlich viel Besuch. Bei all dem vielen hier. Wer Mittag essen will, der sollte es in der Stadt machen, denn im Museumsbereich ist nichts los. Wir gehen zum Fährhafen. Nach langem Fußmarsch sind wir jetzt in Let's End angekommen und hier haben wir was essen. Ich bin mal gespannt, wie windig das ist, ob man hier draußen sitzen kann. Dahinter kommt die Fähre, da sitzt man schön windgeschützt und trotzdem Sonne. Toller Platz. Marina hat den Oitsbaker, Ei, Ham and Cheese. Und was hast du?
Toast Fairhaus. Toast Fairhaus. Okay, das ist nochmal der Oizmaker. Und ich bekomme jetzt meinen Thunfischsalat. Gleich erscheint er hier. Und da ist er da. Hier ist gesperrtes Hafengebiet. Da müssen wir jetzt auch rein. Und dann geht es natürlich durch das Industriegelände hier zurück zu unserem Boot. Hier in der Tanke liegt jetzt der Segler, der gestern die gelbe Flagge hatte. Ein riesen Teil. Und breit ohne Ende. Die Sonne ist doch ganz schön, aber es windet doch und dann ist es etwas frisch. Wir gehen jetzt eine Tasse Kaffee trinken auf der Merlein. Schön unter der Kappe. Und Anna ist schon ganz aufgeregt. Ja, was denn? Was ist Anna? Ja, fast für dich. Ja, fein. Dieses Abend sind sie auf dem Weg zum Essen. Da gehen wir hier über das Gelände. Hier liegen auch einige Museumsschiffe, die man besichtigen kann. Drüben ist noch ein Flusskreuzfahrtschiff. Das sieht eher aus wie eine Flüchtlingsunterkunft. Der ist so nicht so der schönste. Und hier der heißt, wie heißt der nochmal? Wilhelmsort. Wilhelmsort, genau, Wilhelmsort. Ja, der Yachthafen Wilhelmsort. Oh, da finde ich den Hafen, wo wir jetzt liegen, schöner. Ja, haben wir doch gut entschieden, dass man in den anderen Hafen gegangen ist. Das sieht ja doch hier recht trostlos aus. Und windig ist es hier auch. Trockendock steht auch einer. Ja, hier wird noch einiges gebaut. Das ist immer ein cooler Geländekäfer. Hier gibt es auch noch ein riesiges altes Trockendock. Auch nicht mehr benutzt mit großem Kran. Aber seit unserem letzten Besuch hat sich hier so richtig gar nichts getan. Die Schleuse hinten ist immer noch zu. Und ja, jetzt bei dem Wetter wirkt der ganze Hafen doch recht trostlos. Aber wir sind froh, dass wir draußen geblieben sind, denn hier ist es so schön jetzt nicht. Wir sind hier vor der chinesischen Mauer und ja, haben es mal wieder verkackt. Heute ist Mittwoch und wie schon beim letzten Mal, hier geht es erst ab Donnerstag los mit dem vollen Programm. Da kann man sowieso sagen, ja, Den Helder sollte man erst ab Donnerstag besuchen. Dann ist alles möglich, alles offen und dann kriegt man auch mehr. Ja, ein großes. Und dann haben wir hier unseren Tisch. Der Teespieße. Alles sieht gut aus. Ja. War sehr lecker, ausreichend, freundliches Personal, sehr günstige Preise, um die 20 € und weniger. Wir haben nicht viel bezahlt. Den Helder ist allgemein von einem Restaurant sehr günstig und ja, klare Empfehlung. Und wie schon gesagt, wer das kalkulieren kann, der kommt ab Donnerstag her und isst dann All You Can Eat, inklusive Trinken. Ja, 2 Tage Den Helder sind vorbei. Wir sind froh, hier im Außenhafen gelegen zu haben. Das ist hier noch Tidenbereich. Und ja, wir liegen hier mitten im Leben. Hier ist natürlich richtig viel los. Schiffe kommen rein, kommen raus. Hier wird gearbeitet, hier wird trainiert von dem Militär. Also es ist natürlich auch eine gewisse Lärmbelastung. Und ja, wer ruhig liegen will, der liegt hier total verkehrt. Aber wer Action braucht und mal ein bisschen Technik haben möchte, dem kann ich nur empfehlen, hier zu liegen. Das ist hier auch abgesperrter Bereich, da kommt nicht jeder hin. In die Stadt ist es natürlich eine ganze Ecke, da läuft man fast 2 Kilometer. Aber man kann hier in Den Helder viel schauen, viel Technik ist hier, das Museum. Und ja, gegessen haben wir auch gut. Und das Preisniveau hier in Den Helder ist gut 5 bis 10 € günstiger als in Enkhuizen oder Medemblik. Da merkt man anscheinend, dass hier wenig Tourismus ist, sondern eben die normalen Preise bezahlt werden. Wir waren gerade noch tanken für 2,61 € und jetzt geht es gleich weiter. Als Segler muss man natürlich immer schauen, in welche Richtung man fährt, wann man rausfährt. Da gibt es entsprechende Gezeitentabellen für die beste Abfahrtszeit. Wir als Motorbootfahrer, für uns ist egal, wir sind vielleicht 2-3 Kilometer langsamer, je nach Strömung. Und aber sonst muss man aufpassen, hier vor dem Hafen ist eine extreme Gezeitenströmung. Das sieht man gut an den Tonnen, die man ja sauber umfahren muss, damit man die nicht rammt.
Bis Texel, bis Odeschild haben wir nur 12 Kilometer. Das ist da auch nicht so voll, da kriegen wir also locker einen Platz. Und da können wir entspannt losfahren. Und ja, wir sehen uns auf Texel.